Ja. Warte, da ist die Kamera. Ja. Ich will heute mal mit euch Apfel-Berliner versuchen mit selbstgemachter Apfelmus-Füllung. Ob es funktioniert, weiß ich nicht. Das ist ein Experiment. Aber wieso sollte es nicht klappen? Am besten fangen wir einfach an. Dazu benötigt ihr 500 Gramm Mehl, ungefähr 10 Gramm Hefe, 50 Gramm Zucker. Ich nehme gerne den bisschen brauneren. Ich glaube, den gibt es ja so in Deutschland gar nicht. Da gibt es ja nur den Rohrzucker. Einen gestrichenen Teelöffel Salz. Ja, genau. Dann 125 Milliliter lauwarme Milch. Da. Gerade war er da. Des Weiteren 100 Gramm geschmolzene und wieder erkaltete Butter. Sieht durch das Erkalten ein bisschen komisch aus. Aber das juckt uns ja nicht. Und 2 ganze Eier und 2 Eigelb. Damit die fluffiger werden. Ja, und das tun wir jetzt in die Küchenmaschine. Das muss dann, dadurch, dass die laut ist, sage ich das jetzt, ungefähr 6 bis 7 Minuten rühren. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Der Teig sollte eigentlich fertig sein. Ah nee, hier ist er geerdet. Machen wir mal anders. So, damit die Äpfel nicht so klein und kaputt gehen, habe ich die nämlich noch nicht reingetan. Das kommt jetzt. Oh, der ist richtig geil, der Teig. Ich ziehe mir den mal einfach nur so ein bisschen. Ach so, genau, das sind, die gibt es auch in Deutschland, Red Delicious Äpfel, das waren 3 kleine. Mal gucken, ob das hier irgendwie funktioniert. Aber warum nicht? Und vermanscht es. Nehmen wir uns mal noch ein bisschen Mehl hier, weil das ist eine feuchte Angelegenheit. Aber es wird. Sieht zwar gerade nicht so aus, aber... Gut, dass ich jetzt nicht feuchte Angelegenheit gesagt habe, sonst wird mir wieder Sexismus ausgelegt werden. Naja, wer sowas auslegt, der hat... Ne? Er hat kein feuchtes Leben. Kein feuchtfröhliches Leben. Ja, aber dadurch, dass das ja ein Experiment ist, merken wir, man braucht ein bisschen mehr Mehl. Aber wäre ja langweilig, wenn das alles beim ersten Mal klappt. Oder? Hm. Ja, ich probiere deine Experimente immer ganz gern. Ja, und bisher haben sie eigentlich immer geschmeckt, ja. Immer geschmeckt. Auch wenn Sarah manchmal mit dem Aussehen des Ergebnisses nicht so zufrieden war. Nein. Aber ich war immer mit dem Geschmack zufrieden. Aber das muss ja auch gut aussehen. Naja, dein Teig nimmt ja jetzt auch so langsam Gestalt an. So, ich würde sagen, wir lassen das alles jetzt erstmal aufgehen. Wie lange muss das gehen? Die sagen immer im Internet so viele tolle Angaben. Bei mir dauert das dann gefühlt ein paar Stunden mehr. Ja gut, hat ja immer mit der Temperatur zu tun. Wir hätten jetzt vielleicht die Klimaanlage ausmachen sollen. Ja,
Aber ich lege da jetzt gleich ein Tuch drauf, tue das nach draußen. Ja, okay, Weil da draußen ist ist warm. warm. Genau. Und dann eine Stunde bestimmt. Schauen wir mal nach einer Stunde nochmal rein. Genau. Jetzt haben wir ein bisschen mehr rein. So, mit meinen frisch gewaschenen Händen kann ich weiterarbeiten. Jetzt lege ich einfach noch das Tuch drüber. Wir stellen das an einen warmen Ort und sehen uns in einer Stunde wieder. Unser Teig ist aufgegangen. Ich habe gerade schon mal reingeguckt. Jetzt kommt das Portionieren. Ja, ein paar Äpfel sind da noch drin. Weil wir wollen ja alles da drin haben. Drin. Hier noch ein bisschen Mehl. Ja, der ist durch die Äpfel recht feucht, der Teig. Aber das sollte kein Problem sein. So, ich wiege das jetzt ab in ungefähr 70 Gramm Stücke. Ach, das ist ja mit Äpfeln, ne? Da passen die 70 Gramm dann nicht. Machen wir mal 100. Und die rolle ich dann eigentlich nur zu so Bällen. Ich habe schon versucht, die Äpfel klein zu schneiden, genau aus dem Grund, dass man das einigermaßen gerollt kriegt. Und die dürfen dann jetzt alle nochmal halbe Stunde gehen. Also wenn die anderen fertig sind. Und dann kommen wir eigentlich schon zum Frittieren. Die Berliner sind jetzt doch 1,5 Stunden ungefähr gegangen. Ich mache mal lieber ein bisschen mehr als wenig. In der Zwischenzeit habe ich mich hier aufgebaut. Dann tun wir jetzt mal die ersten rein. Dein komisches Ding da geht. Mein Donut-Ding. Ja, dein Donut-Ding. Ich mache die mit dem unteren nach oben, weil das obere ist ja schon gegangen. Gegangen? Gegangen worden? Nein. Also verkehrt herum quasi. Ah, Oh, schade, dass ich da nicht drauf habe. ach komm, wir machen dein Ding da auch. Yeah, ich will meinen Donut haben. Der sieht ja gar nicht so schlimm aus. Der ist so runtergegangen. Wahrscheinlich, wenn der gut ist, kommt der hoch, ne? Nee. Dann den Deckel drauf. War der heiß? Das ist halt, damit die Unterseite auch noch mal ein bisschen aufgehen kann. Jetzt heißt ein bisschen warten, aber nicht lange. Aber es hört sich gut an. Wenn du nicht neugierig sein kannst, ja, 2 Sekunden den Deckel drauf und sofort wieder gucken, ne? Ich freue mich auf die Berliner. Ja, ich auch. Ja, die gehen aber doch noch gut auf. Ja, ein bisschen noch. Aber es wird. So schön goldbraun müssen die sein. Ja. Ja, genau, hier ist schon mal der Zucker zum drin wälzen. Nach der Station kommen sie hier auf den Teller zum Abtropfen. Dann in den Zucker, weil der relativ schnell dran muss, sonst fällt der nachher ab. Und dann kriegen sie den Kartoffelpüree, den Apfelkompott reingedrückt. Den Kartoffelpüree. Ja, kannst du einen machen mit Kartoffelpüree. Jetzt gucken wir nochmal. Ja.
Also Martins Apfelkringel hole ich auf jeden Fall schon mal raus. Der hat ja auch ein bisschen weniger Fläche. Aber die sehen auch gut aus. Wenn man die andere Seite anguckt. Oh, das riecht auf jeden Fall schon mega lecker. Ich freue mich auch schon gleich einen zu probieren. Sarah ist ja immer pingelig, wie die Dinge aussehen. Mir ist das ja viel wichtiger, wie die Dinger schmecken. Mein Aussehen, das macht viel aus. So, die dürfen wieder. Tada! 2 Gabeln. Nicht der spaßige Teig. Und das hält er einfach so dran, oder was? Von dem ganzen Fett? Ja, genau, aber nur wenn die heiß sind. Wenn die kalt sind, dann hält das nicht mehr so. Den fülle ich dir aber jetzt nicht, ne? Nee, der muss nicht gefüllt werden. Den will ich ja Weil gleich so essen. Eigentlich dürfen wir gar kein Problem, weil die alle vom Thomas sind, ne? Ja, der Donut ja nicht. Nein, der nicht. Dann brauchst du musst ja keinen probieren. So, Stunde der Wahrheit. Aha, auf jeden Fall ist es heiß. Sehr heiß, ja? Ja. Eine große Spritze kriegt ihr irgendwo in der Apotheke, denke ich mal, oder ich verlinke euch mal welche in der Videobeschreibung. Genau, da habe ich ganz vergessen zu sagen, die ist einfach aus der Apotheke. Genau, wir haben die in der Apotheke geholt, aber wie gesagt, ihr könnt die auch im Internet bestellen, wie ihr wollt. Jetzt kleckert Sarah noch ein bisschen mit dem Zucker. Und der ist schon ein bisschen kühler. Die spart nicht, die macht da schon ordentlich rein. Das ist immer das Schönste an Berlinern, wenn die gut gefüllt sind mit Marmelade. Oder sowas, ne? Oder mit Apfelzeugs, habe ich ja noch nie gegessen. Das Mit Apfelzeugs? Ja, was weiß ich, Kompott. Ja, Kompottmus. Ich glaube, da gibt es in jedem Bundesland auch nochmal einen anderen Ausdruck. Das ist jetzt. Das klappt so nicht. Jetzt sind die auch nicht mehr so heiß. Muss ich gleich schon wieder nach den anderen gucken. Deswegen habe ich auch extra hier so eine hohe Form hingestellt, dass sie da einmal ja, abtropfen können quasi. Oh, in den anderen. Das ist jetzt der letzte Berliner. Den fülle ich jetzt noch mal. Habt ihr ja schon gesehen, wie das geht. Ja, da ist noch Platz drin. Das ist die Luft. Und alles rein. Und fertig sind die Berliner. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Oh, die riechen gut. Wenn ihr es nachmachen wollt, macht gerne nach. Aber schreibt bitte in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Für meine Dreckhände.